Hallo und willkommen. Heute schauen wir uns den Autoversand Plus Hintergrundprozess in Xentral an. Wir klären, was dieser Prozess genau macht, wofür er gut ist und wie du ihn am besten einstellen kannst. Starten wir gleich in die Software. Der Autoversand Plus Hintergrundprozess sorgt dafür, dass alle versandbereiten Aufträge in regelmäßigen Abständen automatisch an den Versand übergeben werden. Das betrifft alle Aufträge, die du unter Verkaufen, Auftrag, Versandübergabe findest und sonst manuell übergeben müsstest. Der Prozess verarbeitet automatisch alle Aufträge aus dieser Liste. Das bedeutet allerdings auch, dass du bei diesen regelmäßigen Übergaben im Hintergrund keine Möglichkeit hast, aktiv Filter zu setzen. Du kannst lediglich generell einstellen, dass bestimmte Aufträge eines Projekts oder aus dem Shop keine automatische Freigabe für den Autoversand erhalten und erst manuell geprüft werden müssen. Alle übrigen versandbereiten Aufträge werden automatisch mit dem Autoversand Plus Prozess abgearbeitet. Wenn du also einen Prozess hast, bei dem alle Aufträge unabhängig von Vertriebskanal, Versandart, Artikelanzahl oder anderen Kriterien gleich abgearbeitet werden sollen, ist der Autoversand Plus eine sinnvolle Lösung. Besonders wenn du mit einem Fulfiller arbeitest, der die Aufträge regelmäßig über das Übertragungen-Modul von dir erhält, kann es sinnvoll sein, die Versandübergabe zu automatisieren. Schauen wir uns nun an, wie du den Hintergrundprozess einstellst. Als erstes gehen wir in die Einstellungen, suchen nach Prozessstarter und dann nach Autoversand. Für den Autoversand gibt es 3 Hintergrundprozesse. Die ersten beiden, Autoversand berechnen und Autoversand manuell, unterstützen die manuelle Versandübergabe. Wenn du den Autoversand Plus nutzt, müssen diese beiden Prozessstarter deaktiviert sein. Klicke deshalb auf die 2 Prozessstarter und stelle sicher, dass der Aktivhaken nicht gesetzt ist. Ist das der Fall, kannst du den Autoversand Plus aktivieren. Du kannst entscheiden, ob der Prozess zu einer festen Uhrzeit oder in regelmäßigen Abständen starten soll. Soll der Prozess mehrfach täglich zu unterschiedlichen Uhrzeiten laufen, musst du den Prozessstarter mit denselben Parametern, aber einer anderen Startzeit erneut anlegen. Klicke dazu auf den Button Prozessstarter hinzufügen. Soll der Prozess in regelmäßigen Abständen laufen, wähle periodisch als Art aus. Wichtig, das Intervall muss mindestens 31 Minuten betragen, damit die Aufträge zuverlässig im Hintergrund verarbeitet werden. Anschließend setzt du den Prozessstarter auf Aktiv und speicherst unten rechts. Sobald der Prozessstarter jetzt an der Reihe ist, werden die Aufträge in der Versandübergabe automatisch an den Versand übergeben. Willst du nicht auf den ersten Durchlauf warten, kannst du den Play-Button drücken, um den Prozess innerhalb der nächsten Minute zu starten. Zum Schluss zeigen wir dir, wie du die Anzahl der Aufträge festlegst, die der Autoversand Plus pro Durchlauf verarbeitet. Unter Einstellungen, Systemeinstellungen findest du ganz unten bei Beschleunigung, Limitierung das Limit für die Anzahl der Aufträge pro Durchlauf. In der Regel solltest du bei den empfohlenen 100 Aufträgen bleiben. Erhöhe den Wert nur in Ausnahmefällen und auch erst, wenn der Prozessstarter nicht öfter laufen kann, weil das Intervall bereits auf dem Minimum von 31 Minuten steht. Im Protokoll des Prozessstarters kannst du prüfen, ob der Autoversand Plus die Aufträge schnell genug verarbeitet, wenn du die Anzahl erhöhst. Und das war's zum Thema Autoversand Plus in Xentral. Viel Spaß weiterhin und wir sehen uns im nächsten Video.